Hallo und willkommen bei der heutigen Präsentation. Wir schauen uns ein paar Bilder von Deutschland an. Heute schauen wir uns echte Bilder an, also keine Zeichnungen wie diese hier, sondern echte Bilder von Deutschland. Machen wir gleich weiter. Deutschland. Wo liegt das Land Deutschland? Liegt es in der nördlichen Hemisphäre oder in der südlichen Hemisphäre? Richtig. Deutschland liegt in der nördlichen Hemisphäre. Und auf welchem Kontinenten liegt Deutschland? Deutschland liegt auf Europa oder Deutschland befindet sich in Europa. Ziemlich im Norden. Hier haben wir noch eine Landkarte und auf dieser Karte sehen wir Länder, in denen Deutsch gesprochen wird. Zum Beispiel Deutschland, Österreich. Hier ist eine Provinz in Italien, die Südtirol heißt. Und dort spricht man auch Deutsch und Italienisch natürlich. In der Schweiz spricht man vor allem Deutsch, aber auch Französisch und Rätoromanisch und was sonst Italienisch. In Liechtenstein spricht man Deutsch, in Luxemburg spricht man Deutsch, Französisch, Luxemburgisch. Äh, in Belgien, in Ostbelgien spricht man Deutsch. Natürlich in diesen Ländern sprechen die Menschen ganz viel Englisch. Sie lernen Englisch in der Schule. Sie schauen sich amerikanische Filme an. Äh, so gut wie jeder Staatsbürger in diesen Ländern verfügt über Englischkenntnisse. Ich möchte weitermachen. Hier haben wir noch eine Landkarte und auf dieser Landkarte geht es um die deutschen Bundesländer. Ja, hier sehen wir die deutschen Bundesländer. Es gibt 16 insgesamt, 16 Bundesländer und sie haben verschiedene Farben. In diesem Semester, eigentlich in diesem Quartal, werden wir über Rheinland-Pfalz sprechen, über Bayern sprechen, über Berlin sprechen auch und auch über Mecklenburg-Vorpommern sprechen. So hauptsächlich wird es bei uns im Kurs um Rheinland-Pfalz, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen. Und hier haben wir noch ein paar Bilder. Worum geht es bei diesen Bildern? Was sieht man auf den Bildern oben? Man sieht ein paar Eindrücke aus Berlin. Hier ist ein Blick auf die Stadt und noch ein zweiter Blick auf die Stadt. Man sieht den Fernsehturm, den berühmten Berliner Fernsehturm, wurde in der Zeit von Ostdeutschland errichtet und noch eine Landkarte, wo Berlin drauf steht. Berlin ist nämlich die Hauptstadt von Deutschland, deswegen ist die Stadt auch ein Schwerpunkt im Kurs. Noch eine sehr berühmte Sehenswürdigkeit aus Deutschland, nämlich das Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein liegt im Süden, liegt in Bayern. Und was denkt ihr? Wie ist das Wetter dort auf diesem Bild? Zu dem Zeitpunkt, wo das Bild gemacht wurde, war es kalt, war es wolkig, sonnig? Welche Jahreszeit zu welcher Jahreszeit wurde das Bild gemacht? Im Winter, im Herbst? Was denkt ihr? Ich denke, es war kalt, es war wolkig und es war im Herbst. Also es war richtiges herbstliches Wetter, würde ich sagen. Und auf diesem Bild sehen wir einen Fluss und eine kleine Ortschaft, die direkt am Fluss liegt. Welcher Fluss ist dieser Fluss? Wie heißt dieser Fluss? Dieser Fluss heißt der Rheinfluss. Und der Rhein fließt von den Alpen runter in der Schweiz. Hier sehen wir die Schweiz. Und das Wasser fließt von den Bergen oben bis in die Täler und weiter über Deutschland bis in die Niederlande und ans Meer. Ja, das ist die Strecke vom Rheinfluss. So schaut die Rhein aus, ja. Und Rheinland-Pfalz, das Bundesland, liegt auch am Rhein. Und ich gehe wieder zurück. Wo liegt das Bundesland Rheinland-Pfalz im Allgemeinen? Liegt das Bundesland eher im Westen oder im Osten? Richtig, das Bundesland liegt im Westen.
Und was würdest du sagen? Oder was sollte man sagen? Rheinland-Pfalz liegt eher im Norden, im Süden oder ziemlich mittig, ziemlich in der Mitte? Also nicht was Ost-West angeht, sondern was Nord-Süd angeht, liegt Rheinland-Pfalz ziemlich in der Mitte, würde ich sagen. Also eher südlich, aber ziemlich in der Mitte. Europa, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Tschechien oder die Tschechische Republik und Polen, Dänemark. Deutschland wird umgeben von den Ländern, grenzt an Polen, die Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande und so weiter. Rheinland-Pfalz liegt dort im, im Westen. Und wie heißt Rheinland-Pfalz auf Englisch? Rheinland-Palatinate, habe ich selten gesagt. Noch ein paar Eindrücke aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Noch eine schöne Burg oder ein Schloss. Ich glaube, man würde eher Burg sagen da. Und hier sehen wir einen wunderschönen Garten in irgendeinem Hof. Äh, ja, ich glaube, das ist eher ein öffentlicher Raum, weil da steht irgendeine Tafel, auf der wahrscheinlich irgendein so Mittagessensangebot steht. Das ist ein Restaurant oder ein Lokal oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Thüringen habe ich vergessen. Genau, wir werden uns auch nähere Informationen zum Thema Thüringen anschauen. Wo liegt Thüringen? Thüringen liegt wirklich in der Mitte Deutschlands. So ziemlich in der Mitte. Ganz in der Mitte. Ja, hier direkt. Und die Hauptstadt ist Erfurt. Rot bemalt da. Ja, schon wieder Thüringen. Ein Bundesland Deutschland. Hier noch ein paar Eindrücke, noch ein paar Bilder von Thüringen. Hier sehen wir die Stadt. Das ist wahrscheinlich Erfurt. Ich glaube, das ist Erfurt, aber ich bin mir nicht genau sicher. Ich bin nicht genau sicher. Und hier ist ein ländliches Bild. Wir schauen aufs Land auf diesem Bild hier. Und unten, da geht es um irgendeine Radiosendung. Kenne ich nicht, aber Guten Morgen Thüringen mit Jens May und Wenke Weber. Den Namen Wenke kenne ich nicht so. Vielleicht ist eine übliche, vielleicht ist das eine übliche deutsche Name. Ich kenne den Namen nicht. Bayern? Wo liegt Bayern? Liegt Bayern im Süden, im Norden, im Osten, im Westen? Im Süden, ja. Im Südosten Deutschlands. Grenzt an Österreich. Mhm. Wie heißt die Hauptstadt von Bayern? München. Richtig. Ihr seid so intelligent, gescheit. Noch ein paar Eindrücke von Bayern, liegt im Süden. Ja, ein Bild von Deutschland. Straßen, eine Straße in irgendeiner Ortschaft. Schon wieder, ich bin mir nicht sicher, in welcher Ortschaft. Das ist irgendeine bayerische Ortschaft. Und ein Mensch fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend. Die die bunt bemalten Häuser kann man auch genießen. Ein See. Das Wasser ist ganz blau. Am See ist das Häuschen da. Ich weiß nicht, wofür das Häuschen oder wozu das Häuschen dient. Das ist ein kleines Haus. Häuschen sollte ich nicht sagen. Entschuldigung, aber es ist ein Haus. Und da sehen wir ein paar Fußballspieler. Was machen sie da? Sie spielen Fußball. Und da ist noch ein Platz in irgendeinem Dorf oder einer Ortschaft, ich weiß es nicht. Aber das sind bayerische Eindrücke, so Eindrücke aus Bayern. Zu guter Letzt kommen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Liegt ganz im Norden, nicht im Süden, nicht im Westen, nicht im Osten, liegt ganz im Norden. Ja, im Osten, ja, ziemlich im Osten eigentlich. Das habe ich gesagt. Im Osten, im Nordosten. Ja, schon wieder Eindrücke aus Mecklenburg-Vorpommern. Strand, Wald mit Radwegen. Da sind Radwege und die Menschen fahren auf den Radwegen. Vielleicht sind es doch eher Autowege, aber man kann auch mit dem Fahrrad drauf drüber fahren. Noch ein Schloss oder eine Burg und noch ein Schloss, eine Burg. Ich glaube, das ist
bisschen da heißt. Schweren? Ich habe vergessen, ich muss nachschauen. Ja, leider kann ich mich nicht an den Namen erinnern. Das Video geht weiter. Ja, okay. Das ist das letzte Bild. Gut, dann machen wir kurz Pause, damit ich nachschauen kann, wie die Burg da heißt oder das Schloss. Okay, Schweriner Schloss. Oh, ich habe einen riesengroßen Kopf jetzt. Schweriner Schloss. Gut, da haben wir eine Antwort bekommen. Hoffentlich habt ihr ein paar gute Informationen gehört. Danke fürs Zuhören. Tschüss.